Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, hier sind wir wieder, Hunter und Kron. Wir sind immer noch relativ frisch von das Spiel und heute habe ich was mitgebracht. Ich habe nämlich auch was gekauft. Ja, tatsächlich, du hattest ja an vielen Spielen rumzunörgeln, aber das eine oder andere hat tatsächlich auch den Weg in deine Taschen gefunden. Ich bin einfach kein Messekäufer, weil ich muss sagen, ich finde das alles so spannend und ich schaue mir alles an, aber ich muss einfach die Spiele spielen, um das Geld mir sozusagen aus der Tasche ziehen zu lassen. Und da ist einfach zu wenig Zeit. Also wir haben ein paar Sachen angespielt, ein paar Sachen haben mich nicht ganz überzeugt, aber ein paar Sachen haben mich auch überzeugt. Und eins davon habe ich auch gekauft, nämlich das Phantom der Oper. Le Fantôme de l'Opéra. Von Bruno Cathala. Bruno Cathala, den kennt man ja. Und Ludovic Montblanc, Jean-Marie Muguez, sagt mir nichts. Aber ja, wie gesagt, französisches Spiel. Genau. Und sollten wir auch dazu sagen, die Anleitung liegt nicht in deutscher Sprache vor. Im Internet kann man sie zwar runterladen, aber hier im Spiel ist nur Französisch, Englisch und Niederländisch. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Reines Zwei-Personen-Spiel. Ein reines Zwei-Personen-Spiel. 30 Minuten, auch eher was für zwischendurch. Und basiert auf dem Mr. Jack, wobei wahrscheinlich dann Mr. Jacques Spielsystem, auch ein reines Zwei-Personen-Spiel, das wir aber beide nie gespielt haben. Dafür haben wir jetzt Phantom der Oper gespielt. Hat ein schönes Thema. Das Phantom der Oper ist wohl bekannt aus Roman, Film, Musical. Ist auch schön gemacht, hält sich auch relativ nah an die Vorlage, was ich persönlich sehr schön finde. Kurz gesagt würde ich es beschreiben als eine Mischung aus Cluedo mit einer Prise Schach vielleicht. Natürlich ist auch Glück dabei, aber irgendwie fasst es am besten zusammen. Ja, es gibt einen recht übersichtlichen Spielplan, der zeigt die Oper. Sehr auch detailgetreu und originalgetreu, sehr schön. Am Anfang des Spiels werden diese Spielfiguren auf das Spielbrett gelegt, und zwar in die außenliegenden Räume. Wie die Figuren angeordnet sind, ist zufällig, das heißt, man mischt sie quasi. Einer der Spieler übernimmt die Rolle des Phantoms, einer der des Detektivs, und ja, der Detektiv hat die Aufgabe, das Phantom zu enttarnen in einer bestimmten Zeit, und das Phantom wiederum hat die Aufgabe, sozusagen unerkannt eine gewisse Zeit zu überleben. Dann hat das Phantom gewonnen. Es gibt 8 Personen im Spiel, dargestellt durch Personenkarten und durch Spielsteine aus Holz. Und jeder dieser 8 Personen kann das Phantom sein. Die 8 Charaktere haben jeweils eine Spezialfähigkeit. Christine Daae kann nach dem Zug alle angrenzenden Personen zu sich ziehen. Der Raoul zieht eine Verdächtigenkarte. Die Madame Gire kann das Schloss versetzen. Die Megire kann die Geheimgänge der Oper benutzen. In diesen 8 werden in jeder Runde 4 gezogen. Das heißt, immer die Hälfte der Figuren sind aktiv in der Runde. Und die Spieler können sich dann reihum aussuchen, welche Figur sie auswählen, diese dann bewegen und ihre Spezialfähigkeit ausführen. Man läuft, wie gesagt, mit seinen Spielsteinen, mit den Figuren, bewegt man sich hier durch die Pariser Oper, und nach jeder Spielrunde ist das Phantom gezwungen, sich zu zeigen. Das Phantom kann sich immer dann zeigen, wenn es alleine in dem Raum ist. Oder wenn sich die Figur zusammen mit einer anderen Figur in einem Raum befindet, in dem das Licht aus ist. Und befindet sich das Phantom in Gesellschaft, in einem Raum, wo nicht das Licht aus ist, kann es nicht erscheinen. In diesem Fall, Mr. Richard steht in einem Raum mit 2 anderen und kann sich natürlich nicht zeigen, wodurch der Detektiv jetzt weiß, unverdächtig, unverdächtig und unverdächtig. Und die werden dann auf die andere Seite gedreht, damit man einfach den Überblick behält. Das Ziel des Detektivs ist es, durch geschicktes Bewegen der Figuren, also durch geschicktes Nutzen der Aktionen, immer mehr Verdächtige auszuschließen, bis am Ende nur noch einer übrig ist, und der muss dann zwangsweise das Phantom sein. Durch die verschiedenen Karten, die gezogen werden, und die verschiedenen Fähigkeiten ergeben sich doch eine Menge Möglichkeiten, vor allem am Anfang der Runde, wenn man noch alle 4 Charaktere zur Auswahl hat, kann man doch sehr viel überlegen, welche Figur könnte ich nehmen. Und dann nimmt das Phantom die. Was wird er dann damit wahrscheinlich für einen Zug ausführen? Und ich wieder den nehmen und so weiter. So in 30 Minuten hat man echt ein leicht anspruchsvolles und auch spaßiges Spielerlebnis, auch weil es so ist, dass man, obwohl man ja gegeneinander spielt, gerne mal zusammen überlegt. Dass es dann heißt, ja, hättest du das genommen, was wäre dann passiert? Hätte ich dann noch eine Möglichkeit zu gewinnen?
Es ist ein nettes Spiel, ein gutes Spiel, aber es hat mich nicht komplett vom Hocker gehauen. Vor allem für Leute, die reine Zwei-Personen-Spiele suchen, die sollten auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Phantom der Oper-Fans können es natürlich sowieso ins Regal stellen. Und ja, alle anderen sollten vielleicht mal schon genauer anschauen. Also ich habe den Kauf auf jeden Fall nicht bereut. Ich habe es schon etliche Male gespielt und werde es auch weiterhin spielen. Und kann es euch, wie gesagt, auch sehr empfehlen für Leute, die einfach viel zu zweit mal spielen wollen und eben nicht immer auf die 3, 4 Leute warten können oder einfach nicht die Möglichkeit haben. Ja, das war's fürs Phantom der Oper. Für alle, die mit dem Thema überhaupt nichts anfangen können, sei versprochen, dass wir vermutlich schon nächste Woche mit riesenhaften Monstern Meeple City angreifen, in einem fantastischen Rampage. Und möglichst viele davon auffressen. Und ganz viele auffressen. Ja. Bis dann.